Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei einem kleinen, feinen Indie-Titel, so einem Logik-Puzzle, und zwar Thomas Was Alone. Und ihr werdet gleich schon sehen, das wird gleich sehr interessant erzählt. Deswegen fangen wir einfach mal wieder von vorne an und lassen mal den Erzähler gleich seinen Job machen. Ja, das Programm war ein Fehlschlag. Leute sollten es vergessen. Es war ein massiver Flop. Die Coder, also dementsprechend die Programmierer, haben einen String als Gag eingebaut. Thomas was alone. Wow. A weird first thought to have. So, das ist Thomas und Thomas ist allein. Und der Erzähler sagt gerade einen seltsamen Gedanke als erstes. So, hier ist die dementsprechende Beschreibung, links, rechts. Und wir müssen dahin. Ja, erzählt er noch nichts? Er quatscht viel, das sage ich schon mal vorweg. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. 3. Falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Also ihr seht, es könnte nicht britischer sein, der Humor, ne? Also ja, der überlegt sich jetzt gerade mal, ist allein und ne, was macht man da? Man macht so ein geistiges Flipchart und dann hat er eben 3 Punkte. Einerseits ist er allein, andererseits ist er auch hervorragend im Punkt Fallen. Er kann extrem gut fallen und nicht nur fallen, sondern er kann auch unglaublich gut aufpassen. Tja, damit wird er gerade fertig, der gute Thomas. Also es ist ein bisschen, wenn man so will, ja, ich will nicht sagen die britische Version eines Portal-Puzzles, aber es könnte schon ganz gut hinkommen, also was Stanley Parable und sowas. Es wird nachher richtig gut, das kann ich schon mal wegnehmen. Ich weiß nur nicht, ob wir das einfach in 15 Minuten alles zeigen können, aber ich mag diesen Stil, wenn, ich sag mal, das Game wirklich die 4. Wand bricht, also Breaking the Fourth Wall, das macht schon Spaß. Ich muss nur mal aufpassen, dass ich mit der Fresse halte. Aber der Erzähler ist echt gut. Interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think. What if there was some kind of inverted fall? Some way to... What's the word? Jump. Ist sogar besser als das, was er erzählt, als das, was da steht. Also, er kommt hier nicht vorbei. Ja, ist klar. Da überlegt sich Thomas, ja, kann man da machen? Ja, finden wir einfach doch umgedrehtes Fallen und nennen es, wie heißt dieses Wort? Springen. It worked. Thomas had solved the great inverted fall mystery. Thomas hat das Geheimnis des invertierten Fallgeheimnisses gelüftet. Ja, Mythbusters ist ein Scheißdreck dagegen und wir kriegen sofort ein Achievement. Ach, und so geht das gleich die ganze Zeit weiter. Da kommen gleich noch spannende Rätsel, das ist klar. Das ist ja alles noch Tutorial, aber ich mag den Stil. A big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. Also, ist klar. Na, er merkt, dass man hier also nicht diesen großen Sprung machen kann, aber dann fällt ihm auf, Moment, die Welt treibt ihn nicht, sondern die Welt motiviert ihn sanft, diesen Sprung zu machen. Wir können ihn auch. Komm. Was kommt jetzt? This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. Ja, also die Welt ist nicht He was stabil. starting to suspect it might even be doing so on purpose. Paranoia. Nein, da wird nichts sein. Also, es kommt ihm vor, dass diese Welt nicht stabil ist, sondern dass sie irgendwie gleich zusammenfällt. Ihr könnt denken, was gleich passiert. Und dann im zweiten Satz, ja, könnte alles passieren, aber das ist nur Paranoia.
könnt davon ausgehen, nein, ist es nicht. Ist übrigens auch schön, was man mit einfacher Klötzchen-Grafik alles machen kann, ne? Kunst kann schon einfach sein. Na? Hast du mir nichts mitzuteilen? Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and to the right, which might, or might not, be important. Also, er meint hier, dass die Portale ihn irgendwo hinbringen. Muss ja irgendwie sein, dass er irgendwie Fortschritt macht. Er geht einfach den Weg, weil er denkt, das ist der Weg, der richtig ist. Ja, ich mag diese Spiele, wenn, ich sag mal, das Game selber sich anfängt, selbst zu parodieren. Das ist hier eben auch. Ich meine, ihr kennt das. Mein Lieblingsweg ist bei Stanley Parable, wo irgendwie die Stimme sagt, der Erzähler, ja, er geht nach rechts. Und dann geht man natürlich absichtlich, weil das interessiert mich denn irgendeine Stimme von oben nach links. Und dann kriegt man jetzt zu hören, Moment, da läuft was falsch. Das finde ich ideal. Und das ist hier genauso. It might have been paranoia again, but Thomas could have sworn the world was becoming more complicated. It always seemed to be one step ahead of his skills. Auch das ist... It had been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? No. Too obvious. Auch hier wieder zwei gute Gags. Also, ne? Er hat so das Gefühl, dass irgendwie jedes Portal, jede Ebene, die er betritt, irgendwie schwieriger ist. Es ist irgendwie so, als würde man seine Fähigkeiten testen. Und dann geht's irgendwie weiter, ne? Ja. Was ist da noch alles zu tun? Ja. Komisch, ist irgendwie, jeder Level ist irgendwie schwerer, ne? Habt ihr euch mal gefragt, warum? Warum werden Level zum Beispiel nicht einfacher? Warum machen wir es nicht mehr komplett rückwärts? Gibt bestimmt irgendwelche Games. Aber es sind einfache Mittel, eine gute Atmosphäre zu erzeugen. Und das schafft dieses Spiel wirklich. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. Jetzt mache ich mal absichtlich Unsinn. Also, ist klar, He made ne? another mental note. 4. Water. Not good. To be avoided. Schön. Hat er seine Liste erweitert und Punkt 4, Wasser nicht gut. Sollte man nicht drin schwimmen. Ja, ne? Ihm fällt irgendwie was auf, dass das nicht so gut ist, diese Suppe da, und irgendeine Stimme sagt ihm, komm, geh da mal nicht rein. Ja, natürlich nicht. Was haben wir hier? Weiß ich nicht. Das sagt mir noch nichts. Aber haben wir auch wieder. The loneliness was getting to Thomas. No amount of observation or obsessive note-taking could combat that. Ja, er ist allein und er ist auf sich selbst gestellt. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, es gibt hier auch nur einen entscheidenden Weg. Also ich habe auch irgendwie nicht gesehen, dass man da irgendwie großartig was freispielen kann. Auf jeden Fall nicht am Anfang, wo ich rumreiste. Der ist übrigens gleich nicht mehr ganz allein. Ich spoil mal eben. Wer denkt, ob das so bleibt? Nee, da passiert gleich was. Thomas had a new theory. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. Also die Welt testet ihn. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. Ja, jetzt habe ich es ja schon gespoilt. Also, er merkt, dass er irgendwie immer stärker wird. Auch, er kann immer besser springen. Also es ist jetzt mittlerweile so, als würde er sich dementsprechend weiterentwickeln. Leider hat er natürlich keinen, mit dem er das teilen kann. Doch, also einmal uns und da kommt gleich noch was. So, komm, mein Freund. So. So. Dann müssen wir ein bisschen hier ein bisschen Glück haben.
Das macht die Sache schneller und einfacher da, also beim Ziel. So. Was ist das Tutorial? Ich habe hunderte von Bug-Reports abgelehnt. Ich habe diesem Idioten gesagt, was passieren würde. Übergreifende, oder beziehungsweise überlappende Skripte. Mehr, ja. Gut, ich muss das mal in Ruhe lesen. So, Chris jetzt. took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? Schön. Jetzt haben wir nicht nur Thomas, sondern haben Christopher. Wir können wenn er mich lässt. Genau, auch die dementsprechend da die Charaktere wechseln. Weil ihr seht schon, was wir machen müssen. Den einen da lang. So, der kann nicht so gut springen, also muss er auf Thomas drauf. Und dann haben wir diesen Level auch schon. Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Also, Not actually. Not technically graceful. Probably the wrong word, but you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. also, wie man sieht, kann er nicht so gut springen. Das ist ihm aber erstmal vollkommen egal. So, ihr seht, da kommen wir nicht ohne Hilfe weiter. Also brauchen wir ihn. So, jetzt darf Thomas hier nicht mal zeigen, was er kann. Dann brauchen wir ihn sozusagen als kleiner Einstiegsleiter. Na komm. Also mal. So. Mal wieder wechseln. Jetzt sind wir auch gleich da. Und das ist von der Atmosphäre für ein Puzzle-Game echt wirklich gut gemacht. So. Jetzt muss ich ihn natürlich auch noch nach Hause bringen. Zack. Ihr seht, was da oben ist. Okay, this was more like it. A glowy white thing. Only Chris could get to it, which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? So, also nur Chris kann hier hin, klar, ne, weil es ist auch klein genug. Und fragt sich, was ist mit diesem Schalter? Was hat es damit auf sich? Welche Möglichkeiten kann dieser Schalter uns bieten? Die Möglichkeiten. So, jetzt brauche ich aber erst einmal wieder den guten Tom. So, jetzt machen wir hier. Na, komm. So, genau. Mache ich das denn jetzt? Ah, der kann überspringen. Okay, gut. Ja, ihr seht was. Grace. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously. This made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Ja, das macht die Sache wert. Also, ne? Chris natürlich stinkig, dass Thomas hier so gut springen kann. Aber würde er das nicht können, würden wir ihn erst erreichen. Zack. Haben wir. Was this good? Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Na, mal gucken. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Ich mag diesen bescheuerten Humor. Also, Chris fragt sich gerade, ob, seitdem Thomas in sein Leben getroffen ist, ob das eigentlich schlimmer alles geworden ist, statt besser. Dann fällt ihm an, ja, wo hat's ihn hingebracht? Zu höheren Plattformen, klar. Ja, was hat er damit erreicht? Richtig, höhere Plattformen. Ach, das können nur Briten machen, glaube ich. So.
Geht der Trick? Na, ich kann nicht springen. So. Zack. Okay. So, wo geht's denn hier lang? Wo geht denn hin? Ach, er muss dahin. Na guck, dann muss er wieder zurück. Erstmal mal gucken, wo wir Chris reinbringen. Kann Chris das? Ja, Chris kann das. So, jetzt muss Thomas hier noch die Megasprünge machen. Und dann haben wir das auch. So. Und dann gucke ich mal, ob ich euch den nächsten Level noch gebe. Weil ein bisschen sollte man auch selber zocken. Es lohnt sich. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up. If only for a few levels. Oh, das wird dann wohl auch passieren. Da war ich dann selber noch nicht, dass sie dementsprechend auch getrennte irgendwelche Sachen machen. Also Chris mag Thomas natürlich nicht und mag es auch nicht, wenn irgendwie alles was Neues irgendwie mit von Thomas hier kommentiert wird. Das ist nicht eine Quest irgendwie, na wie, was weiß ich, die Fellowship of the Rings, sondern hier, na, das ist so ein Zweckbündnis. Egal, tut euch gefallen, macht mal Thomas Was Alone, guckt euch das mal selber an. Macht echt Spaß. Kann ich nur empfehlen, typisch britischer Humor, davon bitte mehr. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich hoffe, ihr habt mit den Dingen genauso Spaß wie ich auch und dann passt das auch. Bis dann. Tschüss.